Hallo Freunde der Füße! Oskar hat sie jetzt schon mal in Schale geworfen für unser nächstes Thema. Genau, es geht um die Hygiene, um unseren Hygieneplan. Wie man ihn erstellt, was man dafür braucht. Das Ganze umfasst natürlich ein paar Videos. In einem Video ist das Ganze nicht zu bewältigen. Ich werde die ganzen Punkte, also die Überbegriffe, aufführen und ihr müsst dann zu Hause den Hygieneplan natürlich für eure Praxis selber dann gestalten und schreiben. Also, holt euch einen Tee und genug zu schreiben und wir starten mit dem Hygieneplan. Unser Hygieneplan ist ja ein Stück vom Qualitätsmanagement in unserer Praxis, denn der Hygieneplan beinhaltet alles, was wir in der Praxis an Hygienemaßnahmen machen müssen und wie das Ganze abzulaufen hat. Ich nehme jetzt meinen Hygieneplan als Muster her für euch. Mein Hygieneplan hat 17 Punkte mit Anhang natürlich. Zwei Anhänge haben wir. Ein Hygieneplan muss für jede Praxis erstellt werden, und zwar individuell. Es langt nicht, dass ihr den Hygieneplan aus dem Internet mit ein paar Fragen dann habt und dann herunterladet. Das geht nicht. Ihr müsst den Hygieneplan selber schreiben für eure Praxis. Das ist ganz wichtig, denn wenn ihr eine Begehung vom Gesundheitsamt habt und ihr habt so einen 0815 Hygieneplan aus dem Internet, dann besteht ihr diese Hygieneprüfung nicht. Wer braucht jetzt alle einen Hygieneplan? Eigentlich alle, die mit Patienten zu tun haben und körpernahe Dienstleistungen verrichten. Das heißt Podologie, Physiotherapeuten, Masseure, Bademeister, Ergotherapeuten, Logopäden, was gibt es dann noch? Die Fußpfleger, auch die Fußpfleger müssen einen Hygieneplan haben. Dann sind natürlich die Ärzte, die Heilpraktiker brauchen einen, die Kliniken brauchen einen, die Testzentren brauchen so etwas, die Impfzentren brauchen so etwas. Also jeder, der im medizinischen Bereich mit Patienten arbeitet. Wie ist so ein Hygieneplan zu erstellen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nur ein Textdokument machen. Das Ganze soll sehr schön gegliedert sein. Also hier haben wir zum Beispiel meinen Hygieneplan. Hat vorne eine schöne Deckseite und danach haben wir ein Inhaltsverzeichnis. Jeder Hygieneplan sollte so ein Inhaltsverzeichnis haben, damit dass man dann hinterher die ganzen Sachen auch schnell wieder findet. Wir gehen jetzt die Punkte alle durch, was so ein Hygieneplan beinhalten soll. Ich gebe euch natürlich Beispiele, was in den Punkten zu stehen hat oder sollte. Ihr müsst es dann für eure Praxis ummünzen und das Ganze dann aufschreiben. Ihr könnt das Ganze in Textform aufschreiben oder das Ganze tabellarisch. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Punkt, was in so einem Hygieneplan zu stehen hat. Das ist die Einleitung. In der Einleitung hat natürlich die gesetzliche Grundlage zu stehen, das heißt, welche Gesetze im Hygieneplan berücksichtigt werden. Das ist das Infektionsschutzgesetz, das TRBA 250 Gesetz, die Zulassungsempfehlungen der Krankenkasse, falls ihr die Zulassung durch die Krankenkasse wollt oder schon habt. Dann die Medizinprodukte-Betreiberverordnung ist zu berücksichtigen, die GRINCO-Empfehlung, das Arbeitsschutzgesetz. Wer Arbeitnehmer hat, muss diese Arbeitnehmer natürlich auch schützen vor Infektionen. Und die Gefährdungsbeurteilung, die ist auch noch mit drinnen. Das sind jetzt mal die Gesetze. Was ist dann noch drinnen zu stehen in der Einleitung? Ja, so allgemeine Sachen. Also warum der Hygieneplan erstellt ist, zum Beispiel Sinn und Zweck ist es, die Übertragung von Infektionskrankheiten innerhalb der Praxis für Podologie zu verhindern. Daher wurden alle Arbeitsschritte im Umgang mit potenziellen infektiösen Material innerhalb des Unternehmens kritisch beurteilt und standardisierte Behandlungsverfahren entwickelt und in diesem Hygieneplan dokumentiert. Zum Beispiel, das kann man da reinschreiben. So, dann sollte man auch reinschreiben, wer die Praxis ist, wer da drinnen arbeitet und was die Praxis macht. Das heißt jetzt in meinem Fall, es ist die Praxis für Podologie, Andrea Königsberger, und ich bin Geschäftsführer. Geschäftsführer, Inhaber, ja,
fachliche Leitung, also ich bin alles in einem, weil ich bin ein ein Frau-Unternehmer. So, dann gehört noch drinnen, also ich habe jetzt die Zulassung als Podologin, das heißt, laut Podologengesetz habe ich die Erlaubnis, Podologin sein zu dürfen und Podologie auszuüben. Dann steht noch hier kleinere chirurgische Eingriffe. Damit ist gemeint, wenn wir jetzt einen eingewachsenen Nagel Stadium 1 rausschneiden, kann es schon mal passieren, dass wir die Haut verletzen. Ist natürlich nicht gewünscht, auch mit der Skalpellarbeit. Deswegen ist es hier nochmal gesondert aufgeführt, denn es fällt halt nun mal unter chirurgische Eingriffe, die nicht ganz gewollt sind. Manchmal, ja, es passiert halt manchmal, dass man einem halt beim Rausschneiden vom Nagel verletzt und somit fällt das Ganze hygienisch dann unter einen chirurgischen Eingriff. So, und dann ist noch reinzuschreiben, dass die Mitarbeiter, falls ich denn jetzt welche hätte, mir Folge leisten müssen. Das heißt, die müssen den Hygieneplan auch lesen. So, Punkt 2. Punkt 2 ist die Verantwortlichkeit. Wer hat die Verantwortung über den gesamten Hygieneplan? Wer muss das Ganze erstellen? Wer muss das Ganze erneuern? Wer muss gucken, dass das auch alles eingehalten wird? Natürlich der Praxisinhaber. Ich bin Praxisinhaber, ich bin Hygienebeauftragter in meiner Praxis, ich bin ausführende Person in meiner Praxis, also bei mir ist es ganz einfach, ich bin alles in einem. In größeren Betrieben kann das schon anders aussehen. Da gibt es einen Praxisinhaber, vielleicht einen Hygienebeauftragten oder jemanden, der sich um die ganze Hygiene kümmert. Da muss man halt jetzt in der Verantwortlichkeit jetzt diese Personen benennen und auch deren Qualifizierung. Zum Beispiel in unserem Hygieneraum dürfen nur die Mitarbeiter rein und dort arbeiten, die den Sachkundenachweis für Medizinprodukte Aufbereitung haben. Das ist der 40-stündige Sachkundenachweis, den wir Podologen haben müssen. Seid ihr aus irgendeiner anderen Branche, dann würde ich euch empfehlen, bei eurem Verband nachzufragen, ob ihr das braucht. Fußpfleger theoretisch brauchen es auch. Ergologo, Physio glaube ich wohl kaum, denn die arbeiten ja, also mir ist jetzt nicht bekannt, dass die mit Medizinprodukten arbeiten. Falls ja, müsste das auch hier dokumentiert werden, welche Personen welche Nachweise haben. So, das nächste ist dann natürlich, wann ist der Hygieneplan zu aktualisieren? Der Hygieneplan ist einmal im Jahr zu aktualisieren. Das heißt, da muss der komplette Hygieneplan überarbeitet werden. Hat sich irgendwas geändert in der Praxis? Ist wer neu dazugekommen? Ist wer weg? Also alles, was sich verändert hat, sollte mindestens einmal im Jahr nachgeschrieben werden oder geändert werden. Ich empfehle euch, das Ganze nicht handschriftlich zu machen, sondern legt euch im Computer eine Datei an, die ihr dann immer wieder abspeichert. Also eine Datei, was die alte ist, und dann macht es neu auf, weil ihr müsst auch die Hygienepläne, die alt oder älter sind, am besten noch im Speicher drin haben. Heutzutage ist das ja einfach mit der Digitalisierung, da kann man das irgendwo ablegen, falls man irgendwas nachgucken muss, was vor 5 Jahren an Hygiene war und was jetzt der Standard ist. Ist manchmal auch sehr interessant, wie sich die Zeit verändert. Also das Ganze am besten am Computer machen, abspeichern, dann kann man das Ganze ganz easy einmal im Jahr überprüfen. Und der Hygieneplan der Hygieneplan muss für jeden Mitarbeiter frei zugänglich sein. Das heißt, er muss an einer Stelle liegen, hängen, was weiß ich, wo jeder Mitarbeiter immer dran kann. Das heißt, die können die immer nachgucken, wie der Schritt von A nach B ist. Und der Hygieneplan ist auch den Mitarbeitern theoretisch und praktisch zu erklären. Und die Mitarbeiter müssen, das ist ganz hinten ist es, die Mitarbeiter müssen dann mit ihrer Unterschrift die Unterweisung dann bestätigen. Das sollte mindestens einmal im Jahr passieren. Was ihr auch noch in der Praxis machen solltet, ist eine regelmäßige praxisinterne Begehung.
Das heißt, da nimmt man den Hygieneplan her und geht das Ganze Schritt für Schritt durch. Denn wir wissen alle, wenn wir im Alltag arbeiten, schleichen sich immer wieder Fehler ein. Und damit dass wir keine Fehler nicht machen oder diese verhindern oder sich Gröberes einschleicht oder unsere Praxis dann irgendwann einmal im Dreck versinkt oder irgendwelche Tiere in der Praxis rumhüpfen, was eigentlich gar nicht sein darf, ist es praktisch, wenn man mindestens, sagen wir mal, alle halbe Jahr eine praxisinterne Begehung macht. Das können jetzt der Inhaber und der Hygienebeauftragte gemeinsam sein. Ich bin das natürlich jetzt alleine, weil ich Alleinkämpfer bin. Man kann da auch eine externe Person dazu holen, der gibt mir dann einen Hygieneplan und sagt dann, guck den Hygieneplan an, geh von Raum zu Raum, guck dir das alles durch und guck, ob das alles noch übereinstimmt. Wenn nicht, dann streich das an und dann muss die Praxis das nachbessern. Denn so funktioniert auch eine Hygienebegehung vom Gesundheitsamt. Die vom Gesundheitsamt nehmen den Hygieneplan her und gucken, was ist wo, was passiert wo. Sehen die natürlich irgendwelche Defizite, müsst ihr nacharbeiten. Ganz einfach. In den Punkt Verantwortlichkeit könnt ihr auch reinschreiben, welche Bedingungen eure Mitarbeiter erfüllen sollen, welche hygienischen Voraussetzungen sie erfüllen sollen und was die Mitarbeiter auch zu tragen haben. Zum Beispiel die persönliche Schutzausrüstung sollen sie zu tragen haben. Sie sollen Hepatitis C geimpft sein, seit neuestem Corona geimpft sein. Man kann auch eine Empfehlung zur Grippeimpfung machen, das kann man alles im Hygieneplan dann reinschreiben. Dadurch, dass sich ja das Infektionsschutzgesetz geändert hat, müssen wir ja unseren Hygieneplan auch dementsprechend ändern und die ganzen Corona-Maßnahmen, die wir in der Praxis haben, ebenfalls im Hygieneplan mit berücksichtigen. Beim Hinweis zum Personal kann ich euch ganz kurz mal so ein Beispiel vorlesen. Sind dem Mitarbeiter Allergien oder unverträglich gegenüber den Unternehmen angewendeter Chemikalien oder Materialien, zum Beispiel Latexhandschuhe, bekannt, muss dies unbedingt der Geschäftsleitung, also mir, mitgeteilt werden. Und ich bin dann verpflichtet, dass ich ein Ersatzprodukt stelle. Das kann jetzt der Handschuhe betreffen, das kann jetzt die Desinfektion betreffen und so weiter. Das heißt, wenn ich Mitarbeiter habe, habe ich als Arbeitgeber zu sorgen, dass meine Mitarbeiter in der Arbeit eigentlich nicht durch die Arbeitsmaterialien nicht krank werden. So, was haben wir dann noch? Die Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, beim Auftreten einer infektiösen Krankheit die Geschäftsleitung davon in Kenntnis zu setzen und die Entscheidung über den weiteren Einsatz im Betriebsablauf abzuwarten. Das heißt zum Beispiel, wir haben Patienten mit HIV und Hepatitis. Beides sind übertragbare Erkrankungen mit Blut übertragbar. Ihr habt jetzt einen nehmen einen HIV-Patienten. Ihr habt einen HIV-Patienten, den schneidet ihr rein. Unglücklicherweise schneidet ihr selbst euch mit der Klinge. So, das heißt jetzt eigentlich, der Mitarbeiter muss sofort, wenn das geschehen ist, sofort zu mir kommen, muss sagen, hey, ich habe einen HIV-Patient, ich habe mich selber geschnitten mit derselben Klinge, ich habe ihn geschnitten, Übertragung möglich. Ich als Praxisinhaber, als Verantwortlicher, muss jetzt darüber entscheiden, wie der Mitarbeiter was er jetzt machen soll. Natürlich, was werde ich zu ihm sagen? Mach ein Pflaster drauf und schau, dass du ins Krankenhaus kommst. Denn mit HIV ist nicht zu spaßen. Das ist ganz einfach sowas. Beim Patienten ist es dann so, natürlich, ich habe jetzt den Mitarbeiter heimgeschickt, jetzt muss ich zum Patienten gehen. Dem Patienten muss ich jetzt natürlich mitteilen, mein Mitarbeiter hat sich bei dir geschnitten. Und wenn das passiert, gibt es ein Verbandsbuch. Dieses Verbandsbuch ist Anhang 1 oder 2 im Hygieneplan. Da muss ich jetzt da aufführen, wer hat sich geschnitten, wann hat er sich geschnitten, mit was hat er sich geschnitten und wer war daran beteiligt. Das heißt, die Kontaktdaten des Patienten, die Kontaktdaten meines Mitarbeiters. Und natürlich meine Kontaktdaten, das muss alles im Verbandsbuch dann drinnen stehen. Warum brauche ich dieses Verbandsbuch?
Ganz einfach, wenn die BG Rückfragen hat, denn wenn jetzt zum Beispiel mein Mitarbeiter HIV kriegt, dann ja, ist es eigentlich ein Betriebsunfall. Blöd gelaufen, ich weiß. So, und dadurch wäre dann eigentlich die BG, wenn man denn bei der BG ist, dazu verpflichtet, das Ganze als Betriebsunfall auch aufzunehmen, und dafür braucht ihr dann die ganzen Daten und braucht ihr dieses Verbandsbuch. So, jetzt bin ich ein bisschen weit gesprungen. Das Verbandsbuch kommt dann später nochmal. So, was haben wir denn jetzt noch? Allen Mitarbeitern wird empfohlen, die neben der Arbeitskleidung zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung, Handschuhe, Mundschutz, Schutzbrille, Visier, Kittel, Schürze als Schutz vor Chemikalien und Körperflüssigkeiten auf Haut und Schleimhäuten zu oder Verunreinigungen auf der Kleidung zu nutzen. Ganz einfach, die PSA müssen Sie tragen. Dazu ist der Mitarbeiter verpflichtet. So, natürlich kann man den Mitarbeiter dann auch verpflichten, dass er den Patientenbogen ausfüllt, aber jeder ordentliche Podologe und deren Angestellte wissen das, dass man dokumentieren muss. Alles muss immer dokumentiert werden. Alles muss immer dokumentiert sein, denn sonst ist es ja nicht passiert. Zum Schluss von Punkt 2 kann man natürlich einen schönen Schlusssatz formulieren. Ich habe zum Beispiel hier stehen: Den in diesem Hygieneplan aufgeführten betriebsinternen Festlegungen sind unbedingt Folge zu leisten. Dies dient sowohl dem Schutz des Patienten wie auch dem Schutz und der Gesundheit des Personals. Das heißt, ich schreibe da jetzt nichts rein, was mein Personal partout nicht will. Mit den Impfungen zum Beispiel halte ich mich an die Impfpflichten oder an den Impfkalender, den die Regierung zur Verfügung stellt. Ich kann natürlich in meiner Praxis immer Verschärfungen machen, keine Frage, aber ich darf nicht unter die gesetzlichen Bestimmungen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, es ist die Masernpflichtimpfung gekommen, dann müssen auch meine Mitarbeiter diese Masernimpfung nachweisen. Bei Corona haben wir noch keine Impfpflicht, wird wahrscheinlich kommen. Ich kann sie jetzt schon in meinem Hygieneplan festlegen, dass meine Mitarbeiter das haben müssen. Ich von meiner Seite empfehle das alles nur. Keine Diskussionen bitte darüber. Genauso wie ich die Impfung von Hepatitis B empfehle. Weil ich finde, wenn ich, gut, ich habe jetzt keine Mitarbeiter, aber wenn ich jetzt einen Mitarbeiter hätte, er selbst ist alt genug, dass er entscheiden kann, ob er diese Spritzen haben möchte oder nicht. Er muss halt dann mit dem höheren Risiko der Ansteckung dann leben. Das ist seine Entscheidung, und ja, ein heißes Pflaster ist es mit den Impfungen zurzeit sowieso. Gut, wer dann die Impfungen hat, sollte natürlich auch regelmäßig den Titer überprüfen lassen bei Hepatitis B und bei Masern sowieso. Bei Corona gibt es noch keinen einheitlichen Titer, auf welcher Grenze die Infektion nicht mehr so ansteckend ist. Gut, da müssen wir jetzt einfach abwarten. Sollte sich irgendwas ergeben, werde ich das unten in die Infobox reinschreiben. Gut, meine Freunde der Füße, ich habe schon trockenen Hals. Also, hat euch dieses Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen, die Glocke klicken, damit ihr keins von den neuen Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss.